Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf ein weiteres Problem, das auf dem Meeresboden der Ostsee liegt. Und dabei meine ich nicht etwa die vielen 100.000 Kubikmeter Müll, den wir dort in die Ostsee reingeworfen haben, sondern vor allem auch fast 1 Million Tonnen Munition, die dort entsorgt wurde. Allerdings sind das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes tickende Umweltbomben, sondern hat das auch dazu geführt, dass immer mehr ahnungslose Ostseeurlauber von nun bewaffneten Rambo-Möwen erschossen wurden. Stand zumindest so bei den Breit Captain Blaubeer News. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal erneut von der lieben Myriala von 1000 Interessen, dem wohl vielfältigsten Kanal hier auf YouTube, die extra eine Tasse nur für mich gemacht hat. Guck also einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zu ihrem Kanal. Und falls du auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Nord Stream 2 verläuft von Russland nach Lubmin bei Greifswald, 1200 Kilometer vorbei an Polen und der Ukraine. 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas sollen dann jährlich nach Deutschland und von dort weiter nach Europa fließen. Gesamtkosten 9,5 Milliarden Euro. Und die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stand schon vom ersten Tag unter massiver Kritik. Sei es von Seiten der USA, dass speziell wir uns damit abhängig machen würden von russischem Erdgas. Aber auch die anderen Staaten wie Polen oder die baltischen Länder fanden das total unloll, nun vor ihrer Haustür eine Erdgasleitung von Russland gelegt zu bekommen. Und um zu verstehen, warum die ganze Welt außer uns und Russland Nord Stream 2 so scheiße findet, müssen wir uns einmal die Geschichte des Erdgastransits nach Europa genauer anschauen. Alles begann in den 1950ern, als die damals noch blutjunge Bundesrepublik mit einem nicht mehr ganz so frischen Konrad Adenauer erste Handelsabkommen mit der damaligen UdSSR abgeschlossen hat. Gerade weil die Sowjetunion eigene riesige Erdöl- und Erdgaslager erschließen wollte, brauchten sie dafür Großrohre aus dem Westen, die wir ihr nur allzu gerne verkaufen wollten. Jedoch machten die USA damals diesem Geschäft einen Strich durch die Rechnung, da sie das sogenannte Röhrenembargo initiierten, das allen Ländern der NATO verbot, Röhren an die Sowjetunion, immerhin der Feind damals, zu verkaufen. Das hatte in Westeuropa aber auch zur Folge, dass zwei junge italienische Klempnerbrüder nicht mehr wie gewohnt durch Röhren in geheime Bonuslevel kamen, weswegen sich die beiden schweren Herzens entschlossen, Italien zu verlassen und nach Japan zu gehen. Wo die beiden Brüder Mario und Luigi dann berühmte Stars der Videospielszene wurden, denn die beiden feierten in Japan sehr große Erfolge als Double von Segas Sonic und Tails. Allerdings brachte das Röhrenembargo keinerlei politische Vorteile, sodass dann ab den 1960ern deutsche Unternehmen der Sowjetunion halfen, auch mehrere Gaspipelines nach Westeuropa zu bauen. So, dass die Sowjetunion trotz Kalten Krieges schon damals einer der wichtigsten Erdgaslieferanten Westeuropas wurde. Und um diese Position noch weiter auszubauen, auch aus politischen Gründen, wurde dann 2005 damit begonnen, eine Gaspipeline durch die Ostsee zu bauen, nämlich Nord Stream 1. Über mehr als 1200 Kilometer soll sie künftig russisches Erdgas direkt bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern transportieren und damit Westeuropa eine höhere Energiesicherheit garantieren. Denn in den vergangenen Jahren gab es wiederholt Streit um den Gastransit durch Russlands Nachbarland Ukraine. Wir lösen uns langsam, aber kontinuierlich vom Diktat der Transitstaaten. Im Energiebereich liegt unser Fenster nach Europa. Und wie später bei der Nord Stream 2 zeigte sich schon damals, warum Russland so erpicht darauf war, lieber durch die Ostsee eine Pipeline zu bauen, als die vorhandenen Landleitungen weiter auszubauen. Denn Russland bezahlt jedem Land, durch das die russischen Pipelines Gas nach Westeuropa bringen, eine Transitgebühr dafür. Alleine bei der Ukraine um die 3 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das war Russland schon lange ein Dorn im Auge. Was unter anderem dann 2005 in dem russisch-ukrainischen Gasstreit gipfelte, bei dem Russland, weil man die Transitgebühr senken wollte, als Ultima Ratio den Pipelines, die durch die Ukraine führten, das Gas abdrehte.
Was nicht nur zur Folge hatte, dass die Menschen in der Ukraine kein Erdgas mehr hatten, sondern auch wir hier in Europa auf einmal keins mehr aus Russland bekamen. Russland machte das, weil es Wladimir Putin komplett egal war, dass das nicht nur der Ukraine schadete, sondern auch der russischen Wirtschaft. Da er mit dieser Aktion zeigen wollte, dass er sprichwörtlich am längeren Hebel sitzt. Nur reichte die bisherige Nord Stream nicht aus, um viel weniger Gas über die Ukraine nach Europa zu bringen und weniger Transitgebühren damit bezahlen zu müssen. Weswegen dann 2018 begonnen wurde, neben der alten Nord Stream 1 eine weitere Pipeline zu legen, die Nord Stream 2. Und während bei der Nord Stream 1 noch die EU gejubelt hatte, dass man damit die Erdgasversorgung für Europa verbessern konnte, fiel das Urteil bei der Nord Stream 2 schon deutlich nüchterner aus. Aber total undoll fanden das natürlich die USA. Der Kongress in Washington beschließt ein Sanktionsgesetz. Eigentlich richtet es sich gegen Amerikas Erzfeinde Iran, Nordkorea und Russland. Es geht um Sicherheitspolitik. Aber dann liest man da, Amerika bekämpfe mit dem Gesetz auch die Pipeline Nord Stream 2. Germany hooks up a pipeline into Russia where Germany is going to be paying billions of dollars for energy into Russia. And I'm saying, what's going on with that? How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right. Und natürlich bezahlt nicht Deutschland Milliarden an Russland, sondern wir leben immer noch im Kapitalismus. Deshalb bezahlt nur der doofe Kunde Milliarden dafür am Ende. Und dann noch nicht einmal an Russland direkt, sondern an seinen freundlichen Erdgaslieferanten aus der Nachbarschaft. Der zahlt dann weniger als 1 Milliarde dafür an Gazprom, die das wiederum sinnentleert in Schalke 04 verpulvern oder in ihr Lobbyvehikel Gerhard Schröder. Aber bei Donald Trump und den USA ging es nun nicht etwa darum, wirklich auf eine Gefahr der Abhängigkeit hinzuweisen, sondern der USA ging es einzig und alleine nur darum, ihr eigenes scheiß Flüssiggas nach Europa verkaufen zu können. Ein Flüssiggas, das durch das sogenannte Fracking gewonnen wird. Was vielleicht klingt wie ein neuer Mitsing-Film der Fraggles, Fracking All Night Long, ist aber nur eine Art, wie sogenanntes Schiefergas aus dem Gestein gelöst wird, indem der Untergrund dafür aufgebrochen werden muss. Dies gelingt nur, wenn zuerst ein bis zu 5 Kilometer tiefes Loch gebohrt wird, durch das dann ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand und hochgiftigen Chemikalien mit einem Druck von bis zu 1000 Bar gepresst wird. Dieser Druck sorgt dafür, dass das Gestein aufsprengt und gasdurchlässig wird und man nun an das Schiefergas rankommt. Nur hat dieses Sprengen der Gesteinsschicht dann sogar solche Folgen. Ein Beben live im US-TV. Erdstöße sind in einigen US-Erdgasfördergebieten fast schon Alltag, wie hier in Oklahoma City. Fassaden bröckeln, Dächer stürzen ein. Die Zahl der Erdbeben ist seit 2009 um das 20-fache gestiegen. Von 50 auf mehr als 1000 pro Jahr. Ja, bitte mehr scheiß Fracking-Flüssiggas auch bei uns. Wobei ich auch nicht wissen will, wie Erdgas in Russland gefördert wird. Also fassen wir einmal zusammen. Der Analyst Alexander Fuck hatte für die russische Sberbank die Wirtschaftlichkeit der Nord Stream 2 Leitung für die Gazprom analysiert und dabei festgestellt, dass diese Leitung für die Gazprom ein vollkommener ökonomischer Unsinn ist, der keinerlei zusätzliche Einnahmen generiert und dank der 10 Milliarden Baukosten nur wertvernichtend ist. Nord Stream 1 und 2 als auch die Turkish Stream Leitung, das südliche Pendant zur Nord Stream 2, die durch das Schwarze Meer gelegt wurde, dienen Russland bzw. Wladimir Putin einzig nur als politisches Druckmittel. Vor allem, um damit der Ukraine zu schaden. Nicht nur entfallen dann die knapp 3 Milliarden Dollar Transitgebühren jedes Jahr, sondern bisher schützten die russischen Pipelines die Ukraine davor, dass Russland nicht einfach morgen auch noch den Rest der Ukraine annektiert, wie 2014 schon die Krim. Nur dieser Schutz fällt weg, sobald Nord Stream 2 fertig ist. Und das ist ein Problem. Außerdem ist die Nord Stream 2 auch ein Mittel, Europa und speziell Deutschland langfristig abhängig von russischem Gas zu machen. Wladimir Putin wäre doch auch blöd, das nicht zu versuchen. Immerhin beziehen wir schon heute vor der Nord Stream 2 rund 40% des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Russland.
Nur mit der Nord Stream 1 und 2 sitzt dann Wladimir Putin direkt am Hebel und kann jederzeit drohen, den abzudrehen, wenn wir zum Beispiel nicht helfen, die Sanktionen gegen Russland zu kippen. Und ich weiß jetzt schon ganz genau, was Wladimir Putin beim Zudrehen Fröhliches dann von sich geben wird. Und irgendwie kann ich mir Wladimir Putin nicht wirklich auch mal fröhlich vorstellen. Außer, wenn wieder Demonstranten auf der Straße niedergeprügelt werden, gerne auch in den USA. Aber noch eine kleine Sache. Die Nord Stream 1 und 2 sind auch ein Paradebeispiel für den unkontrollierten Lobbyismus bei uns. Und in dem Fall nicht durch einen kleinen, unbedeutenden Bundestagshinterbänkler, Staubsaugerliebhaber wie Philipp Amthor, sondern durch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ob bei der Nord Stream 1, damals noch als nebenberuflicher Bundeskanzler, oder bei der Nord Stream 2 als Vollzeitlobbyist von Gazprom. Und alleine die drohende Abhängigkeit vom russischen Erdgas widerspricht allen Grundprinzipien der EU. Nämlich sich nicht abhängig zu machen von nur einem Partner, sondern hedonistisch auch mal andere Partner ins Bett zu holen. Verdammt, man merkt, dass da momentan zu viele Franzosen das Sagen haben. Nur wird die Nord Stream 2 am Ende fertiggestellt werden. Wie auch immer. Zwar hat das Gesetz zum Schutz der europäischen Energiesicherheit der USA da ordentlich Geschwindigkeit rausgenommen, jedoch ist die Nord Stream 2 Pipeline ein Prestigeobjekt für Wladimir Putin, welches er nur zu gerne in seinem Regal stehen hat. Egal ob morgen oder nächstes Jahr. Hauptsache, er steht da. Vermutlich dann neben den Eiern von Gerhard Schröder. Anders kann ich mir dessen Lobbyarbeit nicht erklären. Ach nee, wegen scheiß viel Kohle natürlich nur. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late Day News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.